Herzlich willkommen beim ersten Corporate TV Day. Ja, es ist eine Premiere und wir freuen uns, Sie in den Studios in ganz Europa und im Livestream begrüßen zu dürfen. Und mit wir meine ich meine Kollegen in München, in Marbella und in Zürich. Hallo, Servus. ihr Lieben, grüßt Hallo, euch. grüezi. Grüßt euch. Hallo, grüezi miteinander. Lieber Hans-Jörg schön. Mahr, du bist ja fesch in München. Na, wie soll es sonst sein? Was ist leicht bei dir, ist schon angezapft. Aber freilich ist schon zapft. Selbstverständlich, schon seit Samstag werden die Krüge befüllt, das Bier läuft in Strömen und die Stimmung auf der Wiesn ist großartig. Das hoffe ich zumindest und ich glaube, das schauen wir uns heute noch an. Alles wunderbar. Beste Laune, gleich mal weiter zum lieben Andi. Wie schaut's aus in Marbella? Wie ist bei euch? Servus, grüezi, ciao, buenas tardes. Also Ortssaft ist bei uns leider noch nicht, aber ich muss sagen, zumindest haben wir das schöne Wetter. Also da nach der Siesta werden wir uns ein, zwei Cañas gönnen und dann passt bei uns auch, obwohl wir nicht auf der Wiesn sind und ich nicht in Lederhose auftreten darf. Aber ja, Sammy, wie schaut's bei dir aus? Sollen wir dir ein paar sonnige Grüße aus Marbella schicken? Unbedingt. Grüezi und Hallo aus der Schweiz. Ja, natürlich. Sonne können wir immer brauchen. Aber noch mehr, hey, auf der Wiesn. Ich war noch nie auf der Wiesn. Hans-Jörg, Wird da muss ich doch höchste mal Zeit, hin. Mensch. Ja, es aber wird eigentlich sicher. höchste Zeit. Da kommst Aber mal vielleicht rüber. klappt das da irgendwann mal noch. Hä? Also, Ich bin mir Grüezi aus sicher. der Schweiz. Und ja, schön, dass wir da alle verbunden sind miteinander. Ja, und in diesem Zusammenhang, wir sind ja nicht einfach nur 4 Studios, die wir hier sind, sondern wir haben auch ganz viele Zuschauenden. Und um das ein klein wenig auch visualisieren von diesen Zuschauern, bitte ich Sie jetzt, diesen QR-Code mal abzuscannen, also alle Hände auf und diesen QR-Code annehmen und dann werdet ihr bei uns auf ein Programm geleitet, auf welchem ihr dann hier pointen könnt, woher ihr jetzt gerade schaut. Und das wird bei uns ins Studio direkt übertragen. Und hier sehen wir schon die ersten Dots, die kommen. Sehr schön. Also wir haben viele Zuschauer aus der Österreich, Natürlich. auch aus der Schweiz ist da Natürlich, Wien ist am weit vorne Kommen. dabei, na, selbstverständlich. Ja, da scheint ein großer Fan. Ui, da unten geht's los. Da in Spanien, da scheint es auch Menschen zu haben. Wenn ich da richtig informiere, nein, das ist nicht Barcelona, das ist noch weiter unten. Oh, jetzt kommen meine geografischen Kenntnisse ganz arg ins Wanken. Aber Deutschland, sehr schön. Schön, wir können ja, es ist wirklich wieder Wetterbericht und da kommt nämlich einiges auf uns zu. Nicht unbedingt das schlechte Wetter, im Gegenteil. Wir reden ja heute zusammen über Corporate TV und das wollen wir wirklich auskosten. Was ist eigentlich Corporate TV? Was kann man bei Corporate TV machen? Und dazu eben unsere 4 Studios, meiner 4 Kollegen da aus München, Marbella und Wien. Und wir werden dazu von jedem Studio einzeln hören, was es zu bieten hat. Und wir starten natürlich mit Steiner Live, welcher einiges an Zuschauer hat. Sehr schön. Also ich würde mal sagen, Film ab für Steiner Live aus Wien. Ja, das ist die Regie in Wien. Und normalerweise ist das auch mein Arbeitsplatz als Live-Regisseur bei solchen Corporate TV-Formaten. Aber heute darf ich moderieren. Also, liebe Marion, Jungs, toi toi toi, viel Spaß. Das Corporate TV und Livestream-Studio Wien befindet sich direkt neben der Messe Wien im 2. Bezirk. Es gibt uns jetzt schon seit 2 Jahren und wir freuen uns, heute auch Publikum begrüßen zu dürfen. Im Studio Wien und da sind wir schon. Herzlich willkommen. Und ich freue mich natürlich auch, unsere beiden Gäste und Experten für den heutigen Talk begrüßen zu dürfen. An erster Stelle Gregor Schütze,
Du bist Gründer und Geschäftsführer der Schütze Public Results und in dieser Rolle PR-Berater von Unternehmen und CEOs. Daher perfekter Sparringspartner und Talk-Experte für unseren kleinen Talk heute. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und natürlich Philipp Madertan. Ja, danke für den Applaus. Und natürlich Philipp Madertan. Es ist mir eine wirklich große Freude, dass du da bist. Vielen Dank dafür. Du bist nicht nur erfolgreicher Unternehmer, Keynote-Speaker, Coach, sondern auch Host des erfolgreichsten Business-Podcasts des Landes, den wir seit nunmehr einem Jahr in einem wirklich gut, hochqualitativen Video-Podcast-Format hier produzieren dürfen. Sozusagen bist du ein Corporate TV-Kunde der ersten Stunde. Vielen Dank für das Vertrauen an dich und teile einfach mit uns die Erfahrungen, die du hast. Herzlich willkommen. Danke, große Freude hier zu sein. Ungewohntes Setting. Bei mir schaut es anders aus, aber ich freue mich sehr. Vielen Dank. Oh ja, also wie schaut es anders aus? Vielen Dank, fühle mich wieder zu Hause. Das solltest du dich doch auskennen. Ja, genau, das ist meins. Wie war es für dich das erste Jahr? Es war ein Riesen-Upgrade. Ja, wie soll ich sagen, ich habe meinen Podcast begonnen, also ich habe das Handy nicht aus Unhöflichkeit hier liegen, sondern einfach um alle daran zu erinnern, wie mein Podcast begonnen hat, nämlich damit zu Hause. Also nicht in so einem luxuriösen und großartigen Setting wie hier. Aber nach 3 Jahren war es wirklich einer der erfolgreichsten Business-Podcasts des Landes und ich habe schon den Anspruch gehabt, einen neuen Standard zu setzen. Ja, du kannst erfolgreich sein mit dem, was du tust, aber wenn du es nicht immer stetig aufs neue Level hebst, dann wirst du irgendwann nicht mehr der Erfolgreichste sein. Und nachdem wir uns schon viele Jahre kennen, ich dich und dein Team unglaublich schätze für die Professionalität, die Exzellenz, die ihr an den Tag legt, sind wir ins Gespräch gekommen und das, was ihr da seht, ist Teil des Ergebnisses. Es ist ein komplett neues Level, würde ich meinen, in Österreich den Podcast zu produzieren. Und das ist ja nur der visuelle Teil. Ne? Wir haben da an der Wand, schalten wir live Gäste in meinem Podcast zu. Du hast das Regie-Team gezeigt, ist unglaublich in so ein Setting eingebettet zu sein. Also wir produzieren dank euch den Podcast auf komplett neuem Level und die Wahrheit ist, das hat auch den Erfolg auf ein neues Level gebracht. Ja? Wir haben zum Beispiel YouTube davor gar nicht als Kanal gehabt und haben jetzt bis zu 100.000 Views jedes Monat auf YouTube mit der Show auf YouTube zusätzlich zum gestiegenen Volumen auf Spotify und Co., wo ja auch der Podcast im Videoformat da ist. 64% meiner Podcast-Hörerinnen und Hörer sind in Wahrheit Podcast-Seherinnen und Seher. Das ist mega. Ja, also ja, Next Level, dank euch und deswegen große Freude hier zu sein und danke für die Heimeligkeit, die ihr mir da jetzt beschert. Sehr gerne, danke dir. Ja, wir wollen ja heute ein bisschen darüber sprechen, was können Unternehmen daraus lernen. Wir wollen heute mit diesem Event einen Startpunkt setzen. Corporate TV folgt dem internationalen Longformat-Trend. Also wie beispielsweise Podcast Joe Rogan, beispielsweise zig Millionen Reichweite. Wöchentlich, glaube ich, ist er. Longformat bedeutet, wir nehmen uns Zeit für die Inhalte. Also wir machen nicht quick and dirty Reels, TikToks, wie es halt so schnell geht, sondern Corporate TV deckt für uns die gesamte Palette der internen und externen Unternehmenskommunikation ab. Vom Aufbau einer Marke oder Personal Brands über Produktpräsentationen bis hin zu HR-Themen wie Employer Branding, Onboarding und Schulungen von Mitarbeitern oder Leadership-Formate wie CEO-Talks und Townhall-Meetings. Und da kommst du ins Spiel natürlich. Wir durften für einen deiner Kunden und für dich so ein Townhall-Format hier machen. Ist das sozusagen der Gegentrend gegen den KI-Tsunami, der gerade abgeht? KI-Tsunami ist ein gutes Wort. Nein, also ich danke dir sehr. Das Format, das wir damals gemacht haben, war in einer ganz schwierigen Phase für den Kunden. Ein großer Konzern in einer Transformationsphase und wir mussten die Vorstände gegenüber ihrer globalen Audience, ihren globalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern positionieren in einem Setting, was dann einerseits technisch, danke, das hat einmal herausragend funktioniert, wie du ja richtig sagst, wir sind voll Profis am Werk, und aber auch in einer Umgebung, die Nahbarkeit zulässt. Und um das geht es primär in schwierigen Situationen auch. Und dafür ist Corporate TV ein ideales Format, weil es eben Raum bietet für Fragen. Wenn ich die technische Einrichtung dann auch noch habe, mit der das dementsprechend zugesteuert werden kann, perfekt. Also mittlerweile hat sich die Scenery da 3-mal verändert. Ne? Also auch das ist ein Luxus, den man hier genießen kann. Ja. Und damit war das damals
das ideale Setting für das Unternehmen, das in einer Krise gesteckt ist, das wir durch das begleiten durften und dafür danke für die gute Partnerschaft. Vielen Dank, War ein vielen perfektes Dank, Tool. vielen Dank dir. Philipp Maratana Unplugged ist ein wöchentliches Videopodcast-Format und wie du immer sagst, für alle, die Großes vorhaben haben oder bewegen wollen. Du hast für mich persönlich Großes bewegt, indem du genau an dieser Stelle vor 2 Jahren, die wir das Studio aufgemacht haben, schon gesagt hast, über ein Unternehmen müssen zu Medienhäusern werden. Ja. Siehst du das heute immer noch so? Oder ist das heute immer Ja, noch ja, so? mehr denn je. Und die gute Nachricht ist ja, es wird einfacher denn je. Jetzt hast du den KI-Tsunami erwähnt, der uns in vielerlei Hinsicht befähigt, mehr aus unserer Zeit zu machen, mehr aus unserem Content zu machen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir brauchen dazu eine Sache und das ist das Fleisch, also die Substanz. Ja. KI wird uns extrem helfen in der Nachverwertung von Content. Also aus meinem Podcast alleine, den wir da produzieren, entsteht ja aus jeder Folge um die 10 bis 15 Pieces von Content, ja, in der Nachverwertung. Aber das setzt natürlich das Longformat voraus, aus dem wir das dann machen. Ja? Also das ist die eine Sache. Also wir müssen irgendwo einmal die Basis schaffen und die Basis ist aus meiner Sicht Longform-Content, aus dem die Dinge dann entstehen. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, es wird eine Geschichte geben, die wird uns die KI nicht nehmen und das ist das, was wir da jetzt gerade machen, live. Ja? Das wird, glaube ich, sehr mächtig, weil das ist die Antithese. Also wir werden ein paar Antithesen erleben. Das eine ist Authentizität, also echte, authentische Personal Brands, die Reichweiten generieren, die ihrer Marken oder Unternehmensmarken weit übersteigen. Und die andere Sache ist Live-Formate, weil natürlich das Authentischste und Echte ist, was du tun kannst. Das ist nichts, was wir jetzt über KI simulieren können. Zumindest wird es niemanden interessieren. Ja? Und deswegen glaube ich, es ist keine Frage mehr, ob man das tut. Ja, das ist eine Frage, wirst du in Zukunft Relevanz behalten oder nicht? Ja, so, und wer die Frage mit Ja beantwortet, würde empfehlen, rasch einsteigen, weil eines ist auch klar, ich will nicht sagen, die Letzten fressen die Hunde, aber es wird nicht einfacher. Es wird nicht einfacher, solche Dinge auch hochzuziehen und aufzubauen. Also ich würde schon sagen, now is the time. Ja. Ja? Welche Formate oder Möglichkeiten würden dich da ansprechen oder deine Kunden? Unterschiedlich. Wir empfehlen das auf mehreren Ebenen. Am Ende des Tages sind wir immer mit der Frage konfrontiert von Vorständen, CEOs oder Führungskräften, wie komme ich besser an meine Kunden, wie komme ich vor allem besser auch, wird immer wichtig, wie komme ich besser an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ran und wie komme ich vor allem, und du hast das richtig gesagt, wie komme ich authentisch rüber? Ja, womit werde ich spürbar? Ja? Und da ist das Longformat sicher ein Schlüssel dazu, da ist echt und live der wesentliche Schlüssel. Und ob das jetzt dann ein Podcast ist, der dementsprechend auch verwertet wird über Video oder nur über Ton, ob das ein Talk ist auf One-on-One, ob das, wie wir es damals gemacht haben, 6 Vorstände im Vollausbau in Interaktion mit, glaube ich, fast 10.000 Mitarbeitern, davon waren 8.000 online dabei. Also das Tolle ist ja, dass uns die Technologie jede Spielwiese ermöglicht. Am Ende des Tages ist das Erste, mit dem wir immer anfangen, was ist das Narrativ? Welche Botschaft will ich, also wie will ich wahrgenommen werden? Und darunter kommt in der Pyramide letztendlich, welche Tools nutze ich über welche Kommunikationskanäle. Ja? Und wenn man so ein Studio damit verwenden darf, dass man das alles dementsprechend baut, wunderbar, guter Start. Und heute präsentieren wir nicht nur ein Studio, sondern gleich 4 in ganz Europa. Wie mega ist das? Ich höre gerade aus der Regie, wir haben eine Frage aus Marbella für euch, für einen von euch. Ich bin schon gespannt. Da ist er, der liebe Andi. Andi, an wen geht die Frage und wie lautet sie? Das Wetter ist schlechter bei uns, also falls das die Frage ist. Ja? Das war die erste Frage gewesen. Wir haben ja schon heute uns eingeschlossen und glauben mir, ich wollte euch gern sonnige Grüße schicken. Die haben nicht gepasst. Aber Philipp, wenn du schon da bist, eine Frage an dich. Ich habe mir letzte Woche den Podcast angeschaut und du bist da ja wirklich all in, jede Woche live mit Versprechern, Schnittfehlern, von denen es wohlgemerkt ja sehr wenige gibt. Das will ich hoffen. Gib's zu, sei ehrlich, das ist ein bisschen ein Protest von dir gegen diese Short-Form-Content. Glaubst du, dass in längeren Zeitraum der Trend sich wieder umschlägt und alle in diese Vollformate einsteigen? Was glaubst du, ist von deiner Audience die Rückmeldung? Was sagen die, wie sie mit dir interagieren auf deinem Podcast? Also tatsächlich glaube ich, auf viel mehr Fragen, als wir glauben, ist die Antwort nicht entweder oder, sondern und.
Ja. Ich glaube nicht, es ist die Frage, entweder Shortform-Content oder Longform-Content. Ich glaube, und das ist meine Hypothese, meine Arbeitshypothese mit meinen eigenen Aktivitäten, Shortform-Konsumentinnen und Konsumenten konsumieren mehr Shortform. Und wir haben vielleicht irgendwann zu Longform. Longform konsumiert mehr Longform. Also ich würde es fast als zwei Tracks wahrnehmen. Also es ist, glaube ich, nicht entweder oder. Ja. Und die andere Sache, die du sagst, also ja, unplugged ist das Konzept, ja, tatsächlich. Also von Schnittfehlern kann ich nichts berichten, aber von Versprechern in Hülle und Fülle. Wir lassen ja sogar hinter die Kulissen blicken. Ja, absolut. Und ich wollte gerade sagen, wir gehen ja jetzt einen Schritt weiter. Und das ist auch ein weiterer Beleg für, es ist nicht entweder oder, sondern und. Ja. Ich produziere hier ungefähr alle 2 Monate oder einen ganzen Tag jeweils Hardcore an einem Tag 10, 12 Folgen durch. Also wir haben da einen Produktionstag von 8 Uhr früh bis 6 am Abend und wir produzieren durch. Und mittlerweile produzieren wir nicht nur, sondern wir streamen die ganze Produktion live zusätzlich sozusagen ins Internet. Das heißt, es ist ein dreifach und. Also während wir Folgen produzieren, zum On-Demand schauen, streamen wir alles parallel, inklusive Behind the Scenes ins Internet und aus all den Dingen machen wir zusätzlich noch Shortform. Aber das Epizentrum, um das alles zirkuliert, ist das, was da passiert. Ja. Mega. Perfekt, Ja, vielen sehr Dank. beeindruckend. Vielen Dank. Frage beantwortet, denke ich, oder? Total. Danke, Philipp. Nächstes Mal verrätst du uns noch den Trick, wie man den ganzen Tag so auf Power bleibt, wie wir das gesehen haben. Nein, macht euch keine Sorgen, ich gehe jetzt schlafen. Sehr gut. Nachdem wir nicht zu lang werden wollen heute, wir haben 4 Studios zu präsentieren, darf ich mich sehr, sehr herzlich bei euch Vielen Dank. bedanken. Vielen Es Dank. war wirklich eine große Freude, euch da zu haben. Danke nochmal Gregor Schütze und Philipp Maratana. Vielen Dank. Vielen Dank. Bleibt so sitzen. Lieber Hans-Jörg Baumgartner bei dir in München, ist das bei euch in Deutschland auch schon ein ähnlicher Trend? Kommunizieren Unternehmen bereits mit eigenen Bewegtbildformaten? Zum Beispiel FC Bayern wird mir einfallen. Ja, absolut. Kann mich da nur anschließen. FC Bayern, wenn du aufgreifst, da hatten wir die Ehre, wir durften einen tollen Jubiläumsfilm dieses Jahr für den FC Bayern drehen, für das 125-jährige Vereinsjubiläum. Das ist genau so etwas, was man in solchen Studios umsetzen kann. Ich erzähle zu unserem Studio später noch mehr. Wir haben hier andere Kunden aus der großen Industrie, Softwarehersteller wie SAP, oder Verleih wie Sixt. Genau die machen hier bei uns Veranstaltungen, machen Livestreams, die machen Keynotes, die machen Aufzeichnungen, aber auch Mittelständler. Das ist auf jeden Fall ein Bereich, der sehr groß im Kommen ist. Aber ich frage gern weiter in die Runde. Wie schaut es bei dir aus, Andi? Ja, von mir natürlich aus alles Bewegtbild. Also Fotos, das ist eine Leidenschaft, die ich habe, zum Ausdrücken, in Bilderrahmen rein und daheim hinzuhängen. Aber alles, was online ist Bewegtbild, sind im Jahr 2025. Und da versuchen wir natürlich auch unsere Kunden dahin mitzubegleiten. Sei es Podcasts, sei es Webinare. Also da sind wir natürlich all in. Aber Sammy, ihr seid uns da wahrscheinlich gar nicht mal hinten nach. Ich sehe bei euch auch nur die tollsten Videos. Und für später habt ihr auch was Tolles vorbereitet. Also was mir besonders gefallen hat von dieser Diskussionsrunde, Gratulation nach Wien, tolles Gespräch, war, dass ja die Firmen jetzt eigentliche Medienhäuser werden und ganz unterschiedliche Kanäle haben, die sie zu bespielen haben. Und ich glaube, genau da haben wir einfach wirklich etwas zu bieten. Wir haben nicht nur einen einmaligen Live-Event, den wir kreieren können, sondern diese Events sind on demand, versnipseln und wieder auf unterschiedlichen Kanälen, in unterschiedlichen Formaten wieder ausspielen und Content über die ganze Zeit zu produzieren und damit dann eine Community zu unterhalten. Ich glaube, das ist das große Chance von Corporate TV, von Long-Formats. Dieses Wort habe ich heute zum ersten Mal so richtig gehört. Ich habe was gelernt. Ich habe schon was gelernt. Sehr gut. Von mir Danke. aus könnte es vorbei sein. Ich habe Danke was Semi, gelernt. danke Andi und danke auch lieber Hans-Jörg. Wir kommen dann später noch zu dir nach München. Ihr habt ein ganz besonderes Schmankerl, würde ich sagen, vorbereitet. Da freue ich mich jetzt schon drauf am Ende der Sendung. Circa in 20 bis 25 Minuten, würde ich sagen, kommen wir zurück zu euch nach München. Aber jetzt gern. möchte ich das nächste europäische Corporate TV-Studio präsentieren und freue mich sehr, dass wir jetzt unsere Reise durch ganz Europa fortsetzen nach Spanien. Hier ist The Blue Sky Studio im sonnigen Marbella.
Hey, stop! Work-life balance is the absolute key for us, because only if we have the balance, we start working. And by balance, I mean the perfect interplay of state-of-the-art equipment cleanly integrated into our system so that each high-end production runs smoothly. No headache, no tech drama. From a photo shoot, a podcast, a webinar, even a workshop up to a book presentation, or recording a music video even up to a documentary. At our place, it's all possible because we do tech the heavy lifting so we can enjoy a couple of hours more at the Sunshine Coast. As we're saying in German, we are klein, aber oho. And I think that's the perfect description for the Blue Sky Studio. So let's have a look what's happening upstairs. Thank you very much for your performance here, Andreas. Next time, I hope that you're a little bit faster when you're showing up right here. There's one more thing that you forgot, and this is hybrid events. Hybrid events is the future, what we are moving right here now from Marbella. We are not just live in Germany, in Austria, in Zurich. We are as well live here from Marbella. Please let them hear us. Vamos a mover que nos escuchen, por favor. Buenas tardes, Marbella. Woo! That you know, we're not just having fiesta and cañas, we do know as well how to celebrate and to perform. So I want to bring as well to you, back home, to your stages, how we perform in Marbella on afternoons. And there we have our artist, Jose Rodriguez. He will bring some Spanish flair from Marbella to Central Europe. Give it up for Jose! Sigue siendo tal y como eres. No cambies tu forma de pensar por nadie. Sigue sonriéndole a la vida, persiguiendo tu alegría por tu meta, por ti. Vente conmigo a soñar, deja tu mente volar, piensa en lo que vendrá, todo lo que pasará. Vente conmigo a vivir una ilusión sin final, melodías sobre tu piel, rasgueos en tu alma. Thank you so much, Jose. Please give it up. Un fuerte aplauso para Jose que viene a venir con nosotros. Fantástico, fantástico aquí. Fantástico también para nuestro audio specialist upstairs here. Speed is sexy. When I'm talking about speed, the truth is that in today's world, we are not communicating anymore or competing anymore with companies and prices and markets. In today's world, the only one that we are competing for is attention. Attention became the new currency of this new era of acceleration that we are actually going through. When I talk about attention, it's one important detail to understand. Our human brain is made to process 600 bytes a minute. 600 bytes a minute that we are actually capable to process a minute. We are exposed on today's pollution through social media, television, radio, companies, shopping, driving in the bus, standing up in the morning and watching out of the window to 1 billion bytes. What does this mean? That means what really counts are these 600 bytes. In 2025, if you are not on your audience's screen, it means that you are not existing on their top of mind. And if you are not on top of mind in your business, it means that you are not making any more business. And if you're not making business, you're out of business. So we are here, 4 countries, 1 stage, 1 mission, to bring to you technology, live streaming, broadcasting, and engaging. Thank you very much. Marbella, let them hear once more again before we switch over to Andreas. I hope you're dressed up and fit or ready to get rock and roll. Marbella, let them hear you. Die Erfrischung hat gut getan jetzt. Das war wichtig. Ja, also bei uns, wie schon gesagt, Hybrid-Events, das ist ja natürlich das, was im Kommen ist. Die Leute, die online sich dazuschalten, on-site sind, da ist was drinnen. Aber Sammy, wie hast du das gesehen? Was ist da der Next Step? Was geht da noch drüber?
Also was mir besonders gefallen hat, ist von deinem Vater, der da gesprochen hat, die Aufmerksamkeit. Das ist ja das höchste Gut, das wir im Moment überhaupt bekommen von unseren Zuschauern, dass sie uns zuschauen, dass sie dabei sind und sich wirklich auch verzaubern lassen. Und auch da, ich glaube, wir beweisen es hier laufend, das kann sehr unterhaltsam, schnelllebig und trotzdem mit Tiefgang sein. Das hat mir sehr gut gefallen. Und natürlich eure Musikeinlage. Toll, ich muss tanzen lernen. Ja, auf alle Fälle. Ich habe bestimmt schon ein paar Videos gesehen, Sammy, wo du deine Moves zeigst. Alle haben gelacht hier bei uns. Ich muss tanzen. Ja, aber bei Hybrid-Events endet es ja nicht. Da sind wir bei euch rund ums Team. Ihr seid ja wirklich der Vorreiter. Es geht ja auch ums Engagement, den Zuseher auch reinzuholen in diese Show, damit die was erleben. Weil Videoformate zu sehen, das ist ein Ding, aber ihr wollt sie ja wirklich reinholen. Und da habt ihr was Tolles vorbereitet. Seid gespannt, schaut euch heran. Der Hall in Zürich. Wir sind nicht nur ein Fernsehstudio, wir sind auch eine Event-Location mit bis zu 5000 Menschen, die hier Platz haben und genießen können große Konzerte oder eben auch große Corporate Events, sei es Jubiläum, sei es Management-Tagungen, sei es Kundenevents. Und genau mit diesem Setup haben wir auch diese Fernsehstudios hier gebaut und implementiert. Dieses Denken, unsere Zuschauer sind nicht nur Zuschauer, sie sind ein Teil unseres Events. Und dazu gehört Interaktion. Und darum werden wir auch immer wieder die neuesten Dinge suchen und ausprobieren. Und ich möchte das hier heute mit euch mal in einem bereits bekannten Modul versuchen. Ihr habt ja schon bereits uns eure Standorte mitgeteilt über dieses Tool. Und ich bitte euch nochmal, nehmt die Handys nach vorne, wir machen da noch weiter. Wir haben da noch mehr Möglichkeiten, die man tun kann, nämlich Word Clouds. Wir produzieren davon 4 unterschiedlichen Ländern und ich bitte euch, gebt doch mal an, mit welchem Ort ihr da die meisten Sympathien verbindet. Also ist es Zürich, Berlin, sehe ich Milano, Baden, natürlich Baden, da ist der Schweiz, Marbella macht auch großes Rennen. Ja, und jetzt macht doch diesen Versuch und tippt mal in dieses Tool euer Geburtsort, ein Ort, den niemand sonst kennt. Und ihr merkt hier, wie das hier auftaucht. Was haben wir? Essen, Kappel, wer kennt schon Kappel, aber ja, jemand hat Kappel und wird durch das ein Bestandteil unseres Events. Genau das ist es, was Interaktion mit den Zuschauern macht. Sie sind nicht mehr einfach nur Zusehende, sie sind Mitmachende. Und ja, WordCloud, Wien kommt, aber Marbella hat aufgeholt. Also das scheint ein ganz guter Übersetzer zu sein, da in Spanien, der jetzt da ganz schön einheizt und wir kriegen auch ganz viele Likes da. Ja, das ist nicht alles, was wir tun können. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel mit Zahlen. Ich bitte Sie jetzt nach wie vor auf eurem App eure Lieblingszahl einzutippen. Ihr werdet sehen, wir sehen diese Lieblingszahl nicht einfach nur als einzelne Zahlen, sondern es wird mit Schwarmintelligenz gezeigt, in etwa wo die meisten sich hinsetzen. Und das ist hier sehr schön zu sehen. Auch das eine Möglichkeit, wie vorhin die Schwarmintelligenz hier zu nutzen und zum Beispiel die Zuschauenden
können fragen, hey, dieses Produkt, das wir jetzt dann gleich lancieren, in welchem Preissegment sollen wir das platzieren? Und so, über so eine Grafik können wir dann sehen, es ist eher im unteren Preissegment, dass hier gern das Ganze angeschaut wird. Oder unsere Word Cloud, wir können so Ideen sammeln und wirklich von einigen Menschen, Tausenden von Menschen können in Sekundenschnelle Ideen eingeben und mit KI, welche bereits in dieser Software implementiert ist, können dann Clusters gemacht werden und es gibt einen Output, über den sich diskutieren lässt und welcher nicht einfach nur so entstanden ist, sondern von den Zuschauern aktiv mitgeprägt. Hier also. Und last but not least, die Menschen lieben es zu gamen und natürlich haben wir auch hier ein Game. Voila, hier sehen wir, alle sind irgendwie schon drin. Jetzt bittet das Tool bittet euch, den Namen einzutippen, weil wir möchten ja in dieser Game-Situation am Schluss wissen, wer hat gewonnen. Also bitte tippt euren Namen ein. Seid ihr bereit? 50 Players sind da schon drin. Da hat es Platz über unendlich viele. Also da können um einiges mehr Player mitmachen. Ja, da kommen sie alle rein und ich glaube, wir starten das Game. Ihr habt da ein Quiz, dass ihr eine Frage beantworten sollt. Und das Game ist gestartet, 8 Uhr. Ihr habt 5 Sekunden Zeit. In welcher Fußball-EM hat Spanien Deutschland geschlagen? Man kann es ja fast nicht glauben, dass das überhaupt irgendwann mal möglich war, aber scheinbar ist es so. Und ihr dürft jetzt noch die letzten 5 Sekunden abstimmen, welche Europameisterschaft war das? Das ist ja Portugal. zu leicht, Sammy, das ist Echt, ja das viel zu zu leicht. Weißt du, wo das war? Weißt du, wo das war? In Wien, bei uns in Wien. Und es war eine Kooperationsveranstaltung mit euch, mit der Schweiz. Wir waren beide nicht im Finale. Im Finale waren es die Spanier und die Deutschen. Es war in Wien 2008. Genau. Sowas passiert uns auch nur in Wien. Da lassen sich die Münchner schon mal hören. Also, und wisst ihr, warum diese Frage so wunderschön ist? Es umfasst unsere 4 Länder. Wir haben, das war eine Kooperation in Österreich und der Schweiz und im Finale stand Spanien gegen Deutschland und ihr wisst es ja schon, wer gewonnen hat. Muss ich das noch wiederholen? Nein, ich sage was anderes. Wer war die Schnellste, der Schnellste? Hier haben wir jetzt das Ganze in großer Form und ich sehe die Colli oder der Fromm, die Tina war auch ganz schnell. Da seht ihr die Punkte, die da gegeben wurden und merkt ihr schon, jetzt sind wir wirklich im Quizfieber. Alle können mitmachen. Große Gratulation an Colli, wo immer sie auch sitzt, oder der oder die Fromm, die Tina, der Simon, die Melinda, die Marion, all das sind Menschen, echte Menschen, die mitmachen und hier jetzt ein Teil unserer Sendung geworden sind. Ja, das ist Corporate TV. Das ist nicht einfach nur zuschauen, sondern einen Teil werden davon. Dafür setzen wir uns tagtäglich ein, dafür entwickeln wir Konzepte hier in der Schweiz, in Zürich, in der Hall, wo wir diese unterschiedlichen Möglichkeiten haben und diese Spielereien. Und ich hoffe, ihr merkt auch, uns macht es Spaß, das für unsere Kunden anzubieten und umzusetzen und uns leidenschaftlich da reinzugeben. Und in diesem Sinne geht's zurück in unser Viererstudio. Großartig. Ganz, ganz großartig. Lieber Samuel, Semi, Röttlisberger aus Zürich, aus der Schweiz. Ja, du hast halt wieder es auf den Punkt gebracht und das ist auch ein Hauptargument sozusagen gegen diesen ganzen, ich habe es vorher KI-Tsunami genannt, nur live ist live, das ist echte Leben, das ist authentisch sein, das ist Glaubwürdigkeit und das wollen wir auch damit ausdrücken. Das hast du jetzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Vielen Dank zu euch nach Zürich. Jawohl, und jetzt, wir haben 4 Standorte, 3 haben wir jetzt gesehen und last but not least, und ich freue mich schon auf eure Show aus München. Hier ist die Plaza Media von München. Hallo, ich bin der Hans-Jörg. Jetzt nehme ich euch mal mit auf eine kleine Reise in unsere Firma, in die Plaza Media und dann schauen wir, was es da zu sehen gibt. Kommt mal mit. Und jetzt haben wir hier auch schon gleich die erste Station und besuchen im Brixworks Studio den Max. Hi, ich bin Max und Virtual Production ist meine Welt. Servus, ich bin der Bobi. Ich koordiniere bei uns die technischen Gewerke für unsere Produktionen und der Flo zeigt euch jetzt, wo die Kabel dafür liegen. Um euer Event in die ganze Welt zu bringen, setzen wir die modernste Technik ein.
jetzt schauen wir weiter. Jetzt gehen wir zum Stefan rein in Studio 3. Gucken wir, was der zu erzählen hat. Hallo, ich bin der Stefan und wir kennen eure Bedürfnisse und schaffen die Umgebung, dass eure Produktion ein Erlebnis wird. Danke, Stefan. Und jetzt wird es ganz groß. Hallo, ich bin Kai. Hier sehen Sie unsere Event-Location, unsere Eventflächen, viel Platz für Ihren Corporate Event. Das war's jetzt von uns. Wir freuen uns auf euch. Ich würde sagen, bis bald. Servus, Baba. Ciao. Ja, Mensch, herzlich willkommen bei uns im Studio, liebe Gäste. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im Livestream draußen auf der ganzen Welt und bei allen, die uns gut zugucken. Herzlich willkommen bei uns hier bei Plaza Media in unserem Brixworks-Studio in München. Ich freue mich besonders, einen guten Freund von mir vorstellen zu dürfen. Das ist der Kai. Sag selber was zu dir. Mache ich sehr gerne. Hallo. Ja, hallo, mein Name ist Kai. Ich bin von der Agentur Brand Concept und ja, wir sind Vermarkter und Partner in der Realisation zusammen mit Plaza Media, wenn es um Corporate Events und Corporate Kommunikationsformate hier bei Plaza Media auf dem Studiogelände geht. Und aber ja, bevor wir mit unserem Beitrag starten, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo und willkommen hier in München im Studio und auch ein ganz großes Hallo nach Zürich, ein großes Hallo nach Wien und nach Marbella. Ich freue mich, dass wir heute hier gemeinsam Zeit füreinander produzieren. Ja. Woher kommen wir? Wir machen seit sehr vielen Jahren Fernsehen für alle großen Sender hier in insgesamt 7 Studios. Wir sind mit sehr viel Technik ausgestattet. Wir sind irgendwann dazu übergegangen, dass wir auch für Film produziert haben. Wir sind hier zu Hause, wir schöpfen alle technischen Möglichkeiten aus. Und wir sind seit 13 Jahren, Kai, mit dir in Zusammenarbeit. Seit 13 Jahren machen wir auch Events in verschiedener Form. Wir sind ganz normal eingestartet. Es kamen dann die Zeiten, haben wir digitale Events dazu genommen. Wir haben hybride Events dazu genommen. Wir haben heute super viele Möglichkeiten, die sich entwickelt haben. Wir haben jetzt schon ganz viel gesehen, was man machen kann. Wir werden noch ein bisschen was davon zeigen. Wir legen noch einen drauf. Wir sehen im Hintergrund wechselnde Bilder, wo wir uns in dieser großen LED-Stage bei uns bewegen dürfen. Die ist richtig klasse. Das sind 120 Quadratmeter LED-Wand mit der feinsten Auflösung von ganz Deutschland. Von dem her ein tolles Ambiente. Doch was mich umtreibt, Kai, wir sind immer die Umsetzer, die praktisch die Dinge wahrmachen, die sich andere ausdenken. Leute wie du mit deiner Agentur. Drum gebe ich die Frage an dich. Was ist so wichtig an Corporate Communication, Corporate TV? Oh, das ist eine gute Frage und sie ist aber auch ehrlicherweise gut und leicht zu beantworten. Und ich denke, in Zeiten, in denen wir uns gerade bewegen, Zeiten voller Veränderung, wo wir sehr, sehr flexibel agieren müssen, täglich mit neuen Herausforderungen auch arbeiten müssen, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, Verbindungen aufzubauen. Und Verbindungen, wie wir es auch schon aus den anderen Beiträgen gehört haben, zu den Mitarbeitern und aber auch zu den Kunden. Und Events sind, glaube ich, ein Teil der Welt der Corporate Communication, aber es geht darum, ja, Wertschätzung zu transportieren, zu kommunizieren. Und da bieten natürlich Corporate Communication Formate, Bewegtbildformate ganz tolle Möglichkeiten im Sinne von CEO-Branding, CEO, HR-Kommunikation, einfach mit den Mitarbeitenden in Wertschätzung einander gegenüberzutreten. Und ich glaube, ja, ein Raum wie hier, den Plaza Media bietet hier im Studio oder auch in den anderen Studios, sind genau die Flächen, die wir brauchen, um schnell, das haben wir auch vorhin gehört, es geht um Speed, produzieren und Content bereitstellen zu können, damit wir eine Verbindung aufbauen. Und die ist wichtig. Ja. Was mich vorhin auch sehr beeindruckt hat, war das Gespräch auch gerade in Wien mit diesem tiefen Eintauchen in genau dieses Thema. Der Christian hat mir hinterher eine Frage gestellt, für wen habt ihr denn schon produziert? Gibt es da Anhaltspunkte? Weißt du, was mir da einfiel? Wir haben mit dir ein ganzes Jahr lang sehr viele Townhalls für sehr großen Kunden aus dem Pharmabereich produziert. An welche Kunden denkst du noch? Was haben wir noch für Beispiele? Was haben wir denn noch alles hier gemacht, wenn wir gerade drüber nachdenken? Ich glaube, wir haben viele Bereiche, die wir hier haben. Automobil ist auch ein großes Thema für uns. Natürlich aufgrund der Größe, die wir hier vorhalten, sind wir über die Live-Events natürlich auch mit der Automobilindustrie in Kontakt gekommen, die aber jetzt auch diese Formate annehmen und sagen, wir brauchen diesen Raum und verlängern einfach die Art und Weise der Kommunikation und des Contents, den wir bereitstellen. Insofern, ja, es gibt, glaube ich, jede Art von Branche hat diesen Bedarf zu kommunizieren und dem werden wir gerecht. Wunderbar.
Also haben wir hier einen wunderbaren Ort bei Plaza Media, von dem wir total gerne produzieren, jeden Tag aufs Neue. Das ist das eine. Es gibt aber hier noch einen anderen wunderbaren Ort in der Stadt. Das wissen wir, angesprochen wurde es heute schon. Der Sammy wäre so gern dabei, nämlich auf der Wiesn. Und ich bin auch extra in dem Outfit hier, dass ich mich schon bereit mache, um da heute Abend auch hinzustarten. Aber bevor es soweit ist, gucken wir da sehr gerne mal hin. Und da stelle ich uns jetzt mal in Form eines Gesprächs 2 Kandidaten vor. Hallo, ihr 2. Was muss man denn dieses Jahr auf der Wiesn unbedingt erlebt haben? 100% der Schottenhammel, das ist Once-in-a-Lifetime-Moment. Ja, also für mich ist der Freefall Tower, der ist auch absolutes Adrenalin. Okay, das ist natürlich klasse. Und sagt's mal, wie ist die Stimmung? Ist schon was los? Die Wiesn ist super! Wir sind alle super, wir freuen uns richtig drauf. Prima. Also, ihr seht, das klappt. Und ja, wahrscheinlich scheint in Marbella mehr Sonne als bei uns. Es bleibt weiterhin gerade noch bei uns ein wenig trüb. Aber trüb können wir mit der Wand da hinten wunderbar jederzeit umsetzen und verändern. Eine Sache, die wir hier noch machen können, die sehr besonders ist, auf die freue ich mich jetzt. Wir können Sachen machen, die heißen teleportieren. Beim Teleportieren können wir jetzt dem Sammy aus der Schweiz einen Wunsch erfüllen. Lieber Sammy, wenn du schon immer mal aufs Oktoberfest wolltest, dann komm doch mit mir mit. Ah, da bist du ja. Guck mal einer an. Mein lieber Sammy, schön, dass du da bist. Ha? Ich bin auf dem Oktoberfest. Auf der Wiesn. Auf der Wiesn. Auf der Wiesn. Das haben wir einstudiert, das hast du gut gelernt, das so freut cool. mich. Ja. Und ist der Sigi auch dabei? Ich habe ihn gesehen, der Sigi irgendwo. Ja, der Sigi sitzt im Büro und passt auf, dass da alles gut läuft. Der Feelgood-Manager, das siehst du ganz richtig. Lieber Sammy, warum machen wir das? Warum zeigen wir uns hier? Warum fährt die Kamera um dich rum und wir haben dich bei uns auf der Bühne? In Wirklichkeit natürlich eine Sache, die technisch hergestellt ist. Und vielleicht kann die Regie uns mal einblenden, wo du in Wirklichkeit bist, bei dir in deiner Greenbox im Nachbarstudio, wo du vorhin warst. Technisch haben wir dich zu uns hier reingeholt, auch über einen einfachen Internetweg, mit aber etwas guter Technik, damit das so hübsch ausschaut, wie gerade zu sehen. Was ist der Nutzen daraus? Der Nutzen ist, dass wir bei Corporate TV Verbindungen schaffen können. Wir können CIOs, wir können Vorstände, wir können Experten in unsere Stages holen. Wir alle 4 Stages haben die Möglichkeit für virtuelle Produktion, darum haben wir uns zusammengefunden. Wir alle 4 Stages können dieses teleportieren. Wir können beim nächsten Mal den Andreas hier mit dazuschalten in Badehose. Wir können den Christian hier dazuschalten, wenn er am Prater steht. Also das lässt sich alles machen, aber in Gedanken an Corporate Communication, Corporate TV heißt es, wir bringen uns zusammen. Wir reden hier ganz normal wie am Telefon. Augenhöhe, eben Augenhöhe. Ja. Und haben viele technische Möglichkeiten, uns noch zu amüsieren. Das kann unglaublich, was ihr da habt. Ja. Also wenn ich mich da so umschaue, wir aus der Schweiz, oder, da fühle ich mich einfach so klein, sage ich dir, was wir dir bieten können. Weil, ja, siehst du mal. So kann es gehen, wenn du darüber sprichst. Wir sind ja nicht vereinen irgendwo und müssen hier da. Ja, also von dem mein Lieber. Aber jetzt komm mal lieber wieder in deine alte Größe zurück, sonst denkt man noch, wir haben das mit Absicht gemacht. Sag mal, wenn du mich da gerade so, könntest du mich etwas schlanker machen oder so? Geht das auch? Ja, das hättest du gern. Das hätte ich auch gern. Das hängt ganz erstmal bei uns von den Technikern ab, aber da glaube ich, musst du vorher mit Bier bezahlen, dass wir sowas tun. Machen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal treffen wir uns zu 4 hier auf der Stage, dann machen wir diese Witze. Cool. Wunderbar. Sehr cool. Von dem her geben wir jetzt wieder zurück in unsere gemeinsame Gruppe und reden über das, was wir jetzt gerade alles gesehen haben. Sammy sieht ja viel besser aus jetzt. Der ist ein paar Jahre jünger geworden. Der Sammy ist einmal kurz in München auf der Wiesn und schon schaut er richtig knuddelig aus. Das finde ich gut. Das habt ihr gut gemacht, lieber Hans-Jörg. Lieber Sammy, ja mega. Das war das Schmankerl, was ich angekündigt habe. Das war wirklich ein Schmankerl.
Hervorragend. Vielen Dank für die Präsentation eurer Studios. Da ist er wieder, der Semi. Semi, wie war die Wiesn? Hey, klasse. Echt? Das ist doch coole Unterhaltung. Wahnsinn. Informationen so miteinander zu verknüpfen, diese Verbindung hat mir auch gefallen. Was dein Kollege da erzählt hat, dieses zusammen einen Faden spannen, ja? Toll. Großartig, großartig. Also ich bin sehr begeistert. Ich schaue mal kurz rein. Vielleicht haben wir die eine oder andere Frage über den Livestream bekommen oder vom Publikum. Zum Beispiel, wie starte ich so ein Projekt? Ist eine Frage. Wie kann ich jetzt beginnen? Konkret. Ja? Wie können wir das machen? Also ganz einfach, sich bei uns melden, egal wo, und wir entwickeln Formate, wir produzieren Piloten. Das ist immer das Beste, so einfach zu beginnen, einfach loszustarten, oder? Was sagst du, Andi? Ja, absolut. Es ist Learning by Doing. Da gibt es gar kein Zurückhalten. Egal, zu wen ihr die Nachricht schreibt, Christian, Hans-Jörg oder Samuel, wir sind immer alle in Kontakt und freuen uns über neue Challenges. Und wie ihr schon gesehen habt, jedes Studio hat seine Learnings gemacht über die letzten Jahre und können da natürlich den Druck rausnehmen. Denn am Ende, life is life, wie es der Christian gesagt hat. Und nur da ist die Action. Oder Hans-Jörg, wie siehst du das in München? Ich finde die Frage sehr gut. Genauso sind die allermeisten Anfragen, die wir erhalten. In der Regel sagt jemand, ich habe eine Idee, sag mal, fällt dir dazu was ein, was kann ich denn da machen? Und so individuell wie diese Gedanken und Anforderungen, so individuell ist jedes Projekt. Wir finden die Antwort drauf und wir gehen damit um. Und für jeden, der jetzt da draußen ist, der sagt, oh, ich muss nach München und da muss ich meinen Vorstand abholen, aber jetzt kenne ich nur den Andi und ich gehe mal bei dem kurz drüben vorbei. Der Andi weiß, wie er eine Brücke zwischen uns schlägt und wie er bei uns anruft und sagt, du, pass mal auf, hier ist der Kollege. Und das passiert zwischen allen 4 Studios zwischen uns. Wir werden immer für den anderen die Kontaktperson sein. Wir können uns die Aufträge weitergeben. Wir werden das gucken, was für dich Kunden am besten ist. Und wir werden immer in einem Gespräch einstarten, wo die Idee erst geboren wird. Weil das Erste, was wir von unseren Kunden wissen wollen, ist die Wirkung. Was willst du erreichen? Und mal ist es dieses Studio, mal ist es das Studio, mal ist es dieses Setup, mal ist es mal so eine Zusammenschaltung, mal ist es ein Viererteam, das da miteinander Spaß und Fun hat und das live die Menschen einfach berührt und emotional was hinterlässt. Das ist, glaube ich, das, was Corporate TV machen kann. Großartig, perfektes Schlusswort. Da kann man gar nichts mehr draufsetzen. Vielen lieben Dank. Das war heute der erfolgreiche Startpunkt einer neuen Corporate TV-Plattform. Wir werden koordinierte... Es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht vor allem. Wir werden auf alle Fälle koordinierte Formate schaffen, die Sie überall in Europa bekommen, egal wo Sie sind. Die Verbindung zwischen unseren Studios werden wir sicher vertiefen und weiter ausbauen. Möglicherweise kommt ja das eine oder andere Studio in Europa noch dazu. Mich würde es sehr freuen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie starte ich jetzt so ein Corporate TV-Format? Ganz einfach. Sie melden sich einfach bei Hans-Jörg in München, bei Andi in Marbella, bei Semi in Zürich, bei einem unserer Studios oder bei mir in Wien. Wir freuen uns darauf. Und wenn es ganz einfach digital sein soll, dann corporatetv.eu und das war's. Dankeschön. Alles Gute. Alles Gute, vielen Dank. Buenas tardes. Ciao zusammen. Mach's gut.